Hallo meine Lieben, heute wie gesagt auch gleich noch ein zweites Video und zwar geht es in diesem Video um das Leonardo Studio. Das ist die Software, mit der ihr arbeitet, wenn ihr mit der Caesar Juliette arbeiten wollt. Den Plotter hatte ich euch ja schon im ersten Video gezeigt. Für diejenigen, die das verpasst haben, guckt es euch auf jeden Fall auch an, damit ihr dieses Gerät auch in Aktion seht. Aber eben in diesem Video geht es um das Leonardo Studio und damit starten wir auch gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja versprochen, dass ihr noch ein zusätzliches Video bekommt zum Leonardo Design Studio. Das ist eben die Software, mit der ihr arbeitet, wenn ihr mit dem Plotter von Caesar arbeitet. Hierzu zwei Sachen. Das eine ist, es stehen jetzt erstmal die Basisfunktionalitäten zur Verfügung und da arbeitet auch ein ganzes Team dran, damit das fortlaufend verbessert wird. Und ich habe mir so angewöhnt, einfach einmal in der Woche kurz zu gucken, gibt es Updates und mir die dann runterzuladen, sobald es die gibt. Der zweite Punkt, die deutsche Version oder die Übersetzung ins Deutsch steht auch erst seit einigen Tagen zur Verfügung und sie ist noch nicht perfekt. Einfach um das zu sagen, es gibt Sachen, wo Zeilenumschläge noch nicht ganz stimmen, wo Wörter teilweise ein bisschen komisch sind. Von dem her auch da, das wird garantiert noch besser werden. Ich habe mir nebendran die englische Version einfach zum Spicken, wenn ich ein Wort nicht ganz verstehe, was ein bisschen komisch ins Deutsch übersetzt wurde. Aber ich selber habe da kein spezielles Training drin gehabt, sondern mir das einfach angeguckt. Und ich habe natürlich auch viel Erfahrung mit anderen Plottern, von dem her war das für mich schon ziemlich selbsterklärend. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine Liste mit verschiedenen Seiten. Zuerst die Homepage. Hier, das nutzt Caesar, um neue Sachen, die sie haben, zu vermarkten. Also da kriegt ihr jeweils die Information, was es Neues gibt. Dann habt ihr auch einen Link zu den Tutorials. Das ist im Moment auf Deutsch übersetzt, aber die Videos, die hier drin sind, die sind noch in Englisch, aber auch da bin ich sicher, dass da noch mehr kommt, dass wir die dann auch in Deutsch zur Verfügung haben. Dann Inspirationen, da habt ihr Leute, die schon Projekte umgesetzt haben, könnt ihr da so ein bisschen euch inspirieren lassen. Und wenn euch was gefällt, klickt ihr das einfach an und dann habt ihr ein Bild davon, die Sachen, die hier verwendet wurden und dann verwandte Designs. Auch das im Moment noch in Englisch, auch da bin ich mir sicher, dass das noch in Deutsch übersetzt wird. Dann Designbibliothek. Es gibt im Moment kein Konzept von wegen, ihr habt ein Abonnement oder sowas, sondern ihr ladet die Software ganz einfach runter und nutzt die. Und hier habt ihr auch schon ganz viele Sachen, die ihr einfach so verwenden könnt. Das heißt, wenn euch etwas gefällt, könnt ihr da draufklicken, sagen Design öffnen und dann seid ihr auch schon im Design-Modus, wo ihr das nutzen könnt. Wir machen jetzt aber noch kurz mit den restlichen Seiten weiter. Das war diese Seite und da könnt ihr euch durchklicken und gucken, ob da was dabei ist, was euch gefällt. Dann haben wir Materialien und hier ist das Coole, dass ihr sämtliche Produkte, die Caesar anbietet, da drin habt. Könnt ihr auch vorhandene Produkte, da könnt ihr weiter scrollen. Echt super viele Sachen und jetzt gehen wir zum Beispiel auf Glitter. Dann seht ihr die Glitzerfolien, die zur Verfügung stehen mit einem Bild und wenn ihr eine seht, die ihr eben habt, dann könnt ihr draufklicken und hier habt ihr dann die Beschreibung dazu, ob es mit dem Laser genutzt werden kann, ob es mit dem Bügeleisen genutzt werden kann, das Zertifikat, dann für Materialien, die verwendet werden kann und dann noch Hinweise zur Anwendung. Einerseits die Anleitung, wenn ihr das mit dem Bügeleisen macht oder die Anleitung, wenn ihr das mit der Hitzepresse macht. Also hier super praktisch eben auch die Gradangaben und wie lange ihr das pressen müsst und mit welchem Druck und ob ihr den Träger warm oder kalt abzieht. Solche Informationen habt ihr hier bei sämtlichen Produkten drin.
Dann der Plotter. Ich habe meinen Plotter schon registriert, deshalb ist er hier aufgeführt. Und um zu registrieren, könnt ihr hier ganz einfach auch auf den Button gehen. Dann könnt ihr sagen, was ihr registrieren wollt, eben die Juliette. Und dann könnt ihr die Seriennummer eingeben, das wird euch auf dem Plotter angezeigt. Ihr könnt dem Plotter einen Spitznamen geben, wo ihr das gekauft habt, die Kaufmethode, Kaufdatum, das Land und die Provinz oder Region. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird er hier eben aufgeführt. Dann meine Seite ist eure Profilseite, wo ihr einerseits auf die Kontoinformationen kommt. Da drinnen habt ihr Name, E-Mail-Adresse, solche Sachen, Passwort, wenn ihr das ändern wollt, und ihr könnt da eben auch die Sprache einstellen. Dann habt ihr hier zuletzt genutzte Dateien. Wenn ihr das aufmacht, seht ihr die Dateien, die ich von den Inspirationen schon verwendet habe und könnte die jetzt hier auch direkt öffnen. Hier oben Datei, ne, das ist wie das Übliche, wie das jeweils auch bei anderen Programmen ist, neu öffnen, zuletzt verwendet, Datei importieren, speichern unter, Seitengröße ändern, Voreinstellungen für Maßeinheit, zollmetrisch in Millimeter oder Zentimeter, die Sprache, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Dänisch, schließen und beenden. Na, das kennen wir alles. Dann Seiten ist nichts anderes als das hier, einfach nochmal aufgelistet. Dann Lizenzen, das ist im Moment, denke ich mal, noch nicht wirklich wichtig, weil, also Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung, solche Sachen, aber solange es keine Abonnentenlizenzen gibt, denke ich mal, kann man das noch ignorieren. Und die Hilfe, da der Link zu Online-Hilfe-Tutorials und hier eben auf Software-Updates überprüfen, das ist das, was ich so einmal in der Woche mache. Über ist einfach die Infos über das Leonardo Design Studio. Hier noch der Hint, Online-Hilfe, die steht im Moment noch nicht zur Verfügung. Der Link geht im Moment ins Leere, da kommt sicher auch noch was. Das war das, was ich euch auf der Seite zeigen wollte, und jetzt gehen wir rüber zu Design. Weil das ist die Seite, auf der ihr arbeitet. Ich lösche das hier kurz wieder, damit wir auf einer blanken Seite quasi starten. Und jetzt haben wir hier verschiedene Sachen. Ihr seht, das Menü hier oben hat sich geändert. Ich füge jetzt kurz einfach 2 Formen ein, damit wir was haben, mit dem wir arbeiten können. So, haben wir mal die 2 Formen. Jetzt habt ihr hier unten eine Auswahl. Also das ist das, was ihr verwendet, um Sachen zum Beispiel zu verschieben, um Sachen anzuklicken. Dann habt ihr einen Bereich auswählen, nämlich beide. Ne? Zum Kurvenbearbeiten komme ich gleich noch, weil da müssen wir zuerst ein Element haben, was wir bearbeiten können. Und dafür verwendet ihr das Zeichentool. Ihr habt hier einerseits das Stiftwerkzeug und das Skizzierwerkzeug. Ich gehe zuerst mal auf das Stiftwerkzeug. Hier, wie ihr das zum Beispiel aus Inkscape oder dem Adobe Illustrator kennt, könnt ihr einmal klicken, gibt euch eine scharfe Ecke. Wenn ihr drauf bleibt beim Klicken und zieht, bekommt ihr eine Kurve. Und wenn ihr wieder an den Ausgangspunkt zurückgeht, wenn ihr da drauf klickt, fragt ihr euch Schließen und Beenden oder Bearbeitung fortsetzen. Ich mache jetzt Schließen und Beenden. Na, dann habe ich so eine Form. Wenn ich das Skizzierwerkzeug auswähle, das ist mehr so ein Freihandzeichnen quasi. Ne? Könnt ihr verschiedene Formen machen. Ihr könnt sie schließen, ihr könnt sie nicht schließen. Und diese beiden Formen, da könnt ihr, im Moment ist Umriss angeklickt und die eine Farbe, das heißt, ihr könnt die Farbe der Linie ändern. Das ist eines, aber ihr könnt die auch füllen, ne? Dass ihr dann da eine Farbe auswählen könnt, die euch gefällt. Und das könnt ihr selbst machen, wenn ihr keinen geschlossenen Pfad habt. Ihr seht hier, der Pfad ist bei mir offen und selbst da kann ich sagen füllen und eine Farbe auswählen, die ich mag. Ne? Das, was ihr mit diesen beiden Tools hier machen könnt. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Kurvenbearbeiten-Werkzeug. Gehe wieder auf das, zoome hier kurz ein bisschen rein, damit ihr das ein bisschen besser seht.
Und wenn ich jetzt auf dieses Kurvenbearbeiten Werkzeug gehe, seht ihr, dass ich hier so Punkte habe. Das heißt, ich kann nicht nur die Kurven bearbeiten, müsste eigentlich Ankerpunkt bearbeiten heißen, weil ich kann auch die Ecken bearbeiten. Und bei den Kurven, weil Kurven haben ja immer diese Handles, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, wo ich die Orientierung der Kurve anpassen kann. Das heißt, hier könnt ihr selber zeichnen. Und ich kann nicht nur die Ankerpunkte verschieben, sondern ich kann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt will, dass der ganze Bogen hier weiter rausgeht, kann ich hier draufklicken und den einfach weiter rausziehen. Also so könnt ihr wunderbar auch eigene Formen erstellen. Wie gesagt, es ist rudimentär, also ich finde das schon besser als bei anderen Plotter-Programmen, aber es ist kein Inkscape, es ist kein Adobe Illustrator, also ihr habt hier eingeschränkte Möglichkeiten, sagen wir es mal so, aber ihr habt Möglichkeiten. Dann habt ihr Formen, ihr habt ein Quadrat, Kreis, Herz, Stern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Stern nehmen, den hier platzieren. Dann kann ich auch die Farbe ändern von dem und Orientierung ändern, Größe ändern. Das geht alles. Und was ich hier auch machen kann, ist die Kurven bearbeiten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel einfach, wenn ich das irgendwie anders haben möchte, kann ich das ändern. Was auch immer das jetzt für eine Form ist, aber ihr könnt so arbeiten. Das heißt hier 4 Basisformen, mit denen ihr arbeiten könnt. Dann haben wir ein Texttool. Ich muss kurz ein bisschen rausgehen. Das ist hier schon ganz schön überfüllt. Wir haben ein Texttool und da könnt ihr hier direkt einen Text eingeben. Das habt ihr beim Beispiel gezeigt, was ich euch im Video gezeigt habe. Frohe Weihnacht. Und jetzt könnt ihr hier auch eine x-beliebige Schriftart nehmen, weil ihr Zugriff auf die Schriften habt, die ihr auf eurem PC installiert habt. Und das Fett Kursiv steht auch zur Verfügung. Ist natürlich abhängig von den Schriften, die ihr heruntergeladen habt. Es gibt solche Schriften, wo ein Fett und ein Kursiv ganz einfach nicht zur Verfügung steht. Jetzt nehme ich kurz eine Schrift, die so ein bisschen verschnörkelt ist. Nehmen wir mein beliebtes Hello Austin, ist eine Davon-Schrift. Und ihr seht hier unten, könntet ihr ein Häkchen setzen. Das mache ich jetzt mal nicht und sage hinzufügen. Wenn ich jetzt hier die Schrift angucke und sage nur Umriss, das kurz ein bisschen größer mache, dann seht ihr, dass ihr hier diese Trennung habt. Das kennt ihr so ein bisschen von den anderen Plotterprogrammen, wo man das dann immer zuerst noch verschweißen musste. Hier mache ich kurz rückgängig, damit ihr den Unterschied seht. Gebt nochmal einen Text ein. Sag nochmal frohe Weihnacht. Und diesmal sage ich automatisches Schweißen. Mache das auch ein bisschen größer. Und sage auch hier Umriss. Und jetzt seht ihr, dass die ganzen Sachen verschweißt wurden. Es schneidet nicht mehr einzelne Buchstaben, sondern ihr habt das Ganze schon verschweißt. Was hilfreich ist, weil das ist genau das, was wir meistens mit den Schriften machen. Das ist das Texttool. Dann muss ich eine Form markieren, damit ich das machen kann, was ich will. Nehmen wir hier das Herz. Und wir haben hier ein Kontur erstellen. Das ist das, was ihr häufig kennt unter Offset. Da geht ein neues Fenster auf. Und hier könnt ihr wählen, ob es für ein Drucken und Schneiden ist oder nur als Kontur, die ich bearbeiten will. Dann kann ich sagen, was die Konturfarbe sein soll. Ob die Ecken rund oder eckig sind. Ich mache hier kurz mal ein bisschen dieses Offset. Ich wechsle kurz hier auf eine scharfe Ecke. Deutsche Übersetzung ist teilweise spaßig. Genau, das seht ihr jetzt. Ihr habt hier wirklich, das geht, das ist eine spitze Ecke.
Und wenn ich sage rund, dann rundet die sich ab, je größer ich das Offset mache. Ihr könnt hier sagen, Löcher einbeziehen. Ich breche jetzt hier kurz ab und nehme die Schrift. Gebt da kurz eine Füllfarbe. So, jetzt sagen wir bei dir, wir wollen ein Offset. Bearbeitbare Kontur. Mache hier ein Offset. Zoome hier kurz ein bisschen rein, damit ihr das auch seht. Und jetzt kann ich hier sagen, Löcher einbeziehen. Und dann habt ihr zum Beispiel beim Haar, ne, bei diesen Zwischenlöchern, wird es eben mit einbezogen. Oder ihr könnt sagen, ich will das nur als Hintergrund, wo ich dann zum Beispiel was vorne drauf klebe. Dann könnt ihr die weglassen. Und Konturfarbe könnt ihr natürlich auch ändern. Und beim Logo drucken und schneiden, dann würde das Ganze dann einfach gedruckt und das wäre dann eure Schneidekontur, ne? Und auch da könnt ihr sagen, Löcher mit einbeziehen oder nicht. Jetzt nehme ich mal die bearbeitbare Kontur und sage hinzufügen. So, jetzt habt ihr einerseits den Schriftzug und ihr habt die Kontur. Da könnt ihr natürlich die Farbe auch noch ändern. Ne? Und dann euren Schriftzug da wieder reinpassen. Das sind die Möglichkeiten. Jetzt brauche ich 2 Symbole, damit ich da euch den nächsten Punkt zeigen kann und markiere beide. Hier habt ihr ein Verschweißen. Da könnt ihr einerseits das verschweißen, sodass das nur noch eine Form ist. Ihr könnt den Verbund erstellen, das heißt, es schneidet euch das ab, wo ihr die Überlappung habt. Wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr entweder rückgängig oder ihr könnt hier auch sagen, Verbund freigeben. Und dann habt ihr wieder 2 Formen. Ne? Das ist das. Dann haben wir ein Skalieren und da könnt ihr rotieren. Das rotiert dann jeweils in 45 Grad Schritten oder nach Freihand könnt ihr auch so rotieren. Dann haben wir horizontal spiegeln, dann haben wir vertikal spiegeln und wir haben ein Duplizieren. Das heißt, das gleiche steht hier dann nochmal zur Verfügung. Dann markiere ich auch wieder beide, weil ich kann sagen gruppieren. Das sind immer noch einzelne Elemente, ne? Die sind nicht verschweißt, sondern sie sind einfach gruppiert. Und dann kann ich auch wieder sagen Gruppierung aufheben und dann habe ich wieder beide einzeln. Dann kann ich, mache hier kurz eine andere Farbe, damit ihr das seht. Ihr seht jetzt, der Kreis ist hinter dem Herz, kann ich den anklicken und sagen nach vorne oder nach hinten. Dann haben wir hier, wenn ich die beiden markiere, das Ausrichten. Ich kann zum Beispiel sagen zentriert, links, Mitte, rechts, oben, Mitte, unten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Kreis und den Kreis, dann mache ich eine größere Lücke, sage bei dem duplizieren, mache die Lücke ein bisschen enger. Jetzt markiere ich die 3, dann kann ich hier sagen verteilen. Und dann sind die horizontal verteilt. Kann ich noch sagen horizontal ausrichten und dann habt ihr die wunderbar verteilt. Ne? Das ist diese Möglichkeit. Dann hier drüben habt ihr das Pfeiltool, das ist dasselbe wie hier. Ihr habt die Hand. Das Pfeiltool verwendet ihr, um Formen zu verschieben. Die Hand verwendet ihr, um auf dem Arbeitsplatz zu navigieren. Und dann könnt ihr zoomen, vergrößern, so wollte ich sagen. Da könnt ihr einfach draufklicken, um das zu vergrößern. Und wenn ihr die Umschalttaste, also die Shift-Taste haltet, wird der Zoom kleiner. Ist zwar immer noch ein Plus angezeigt, nee, es ist ein Minus tatsächlich. Eben mit der Shift-Taste zusammen wird es kleiner, ohne Shift-Taste wird es größer. Hat eine kleine Verzögerung, bis es anzeigt, aber hier dieser Unterschied. Und ich kann aber auch sagen, gehe wieder auf 100%, damit ich den ganzen Arbeitsplatz sehe. Dann das hier drüben, da habt ihr die Eigenschaften, wo ihr eben Farben auswählen könnt. Das heißt, ihr könnt die Farbe selber auswählen.
Ich bin es mir gewohnt, dass ich da irgendwo drauf drücken kann und die Farbe so auswählen kann. Denkt nicht, dass es nicht funktioniert. Es ist mehr, ihr müsst den Kreis nehmen und den dahin bringen, wo ihr den haben wollt. Und hier drin habt ihr dann Saturation und Brightness. Das Außen Hue, Inner Saturation und Brightness. Dann könnt ihr aber auch direkt auf die Farbe draufklicken. Dann wird dieses Fenster geöffnet. Da könnt ihr die RGB-Farben eingeben, wenn ihr konkret spezifische Farben haben wollt oder auch den Hexcode. Oder ihr könnt aus der Palette auswählen. Und ihr seht, hier wird auch das jeweils textlich angezeigt, was es ist. Knalliges Rosa. So haben wir die Farbe. Eben, ihr könnt sagen, ob nur Umriss oder eine Füllung. Dann habt ihr hier noch einen Ebenenmarker. Das heißt, wenn ihr 2 auswählt, habt ihr hier diese Marker. Ihr könnt die Breite und Höhe auswählen, wenn ich jetzt spezifisch will, dass der genau 50 mm in meinem Fall ist. Kann ich das angeben und dann ist es so. Und ihr könnt natürlich auch die proportionalen Größenänderungen rausnehmen und dann, wenn ich jetzt hier sage 30, dann ändert sich nur eine Seite und so habe ich ein Oval. Wenn ich dann das wieder aktiviere, wird das wieder proportional verändert. Das ist das. Dann haben wir das Format von der Schneidematte. Ihr könnt Seitenmarker hinzufügen. Das kommt beim Drucken und dann Schneiden. Seht ihr nachher noch ein Beispiel. Ihr könnt, wenn ihr Marker habt, den Abstand hier festlegen. Ihr könnt sagen, ob ihr auf der Schneidematte schneiden wollt oder ab Rolle. Ihr könnt, wenn ihr die Schneidematte habt, sagen, wie groß die Matte ist. Die Standardmatte ist 30 x 30, aber ihr könnt eben auch andere Matten verwenden. Ihr könnt das Gitter angezeigt haben oder nicht, hier auf der Arbeitsfläche. Ihr könnt sagen, wenn ihr mit zum Beispiel weißen Konturen arbeitet, die ihr nicht so gut seht, könnt ihr sagen, dunkler Hintergrund, dann wird das auch ein bisschen besser angezeigt. Dann könnt ihr hier sagen, zum Beispiel, ob das ein Drucken und Schneiden Auftrag ist oder nicht. Wenn ihr sagt Drucken und Schneiden, dann könnt ihr die Papiergröße auswählen hier. Wenn es nicht ist, verschwindet es, weil dann arbeiten wir mit der Matte. Eigenschaften sind eben die Farben. Und jetzt hatte ich euch ja vorhin hier oben das Menü gezeigt und das sah ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn wir im Design-Modus sind, dann ändert sich das. Die Datei, die sieht immer noch gleich aus. Datei importieren kommen wir nachher dazu, weil das ist schon extrem cool. Hier könnt ihr so ziemlich jedes Format importieren. Dann hat sich das Ansehen verändert. Das heißt, es ist neu dazugekommen. Hier könnt ihr sagen, ob ihr die Lineale anzeigen wollt, ob ihr die Umrisse nur anzeigen wollt für diejenigen, die mit anderen Programmen arbeiten. Das ist quasi das Wireframe, wie man das nennt. Es ist hilfreich, wenn ihr so mit ganz vielen Sachen arbeitet und fast nichts mehr seht, dann, wenn ihr da aufs Wireframe geht, sieht man ein bisschen besser, wie die einzelnen Formen aussehen. Dann Seitenraster anzeigen oder nicht. Das ist eben diese Quadrate. Dunkle Matte anzeigen, das ist dasselbe, was ihr auch hier drüben auswählen könnt. Dann Zoom hineinzoomen, hier rauszoomen, auf alles zoomen und ihr habt hier eben auch die die Kurzbegriffe, Shortcuts, wie auch immer man das auf Deutsch nennt. Ich weiß es nicht. Dann bearbeiten, habt ihr rückgängig wiederherstellen, alles auswählen, Kopie hinzufügen, Seite mit Kopie füllen. Das ist im Moment noch nicht aktiv. Da hatte ich schon mich gefreut, als ich das gesehen habe, aber das funktioniert im Moment noch gerade nicht. Löschen, ausschneiden, kopieren, einfügen. Ihr könnt verschweißen, Pfade kombinieren, Pfade aufbrechen. Das ist quasi das, was ihr auch hier unten als Symbol habt. Schnittkonturen erstellen, Schnittkonturen lösen, Seitenmarkierung verwenden, Füllung ändern, Non-Zero-Füllung. Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Dann beim Anordnen könnt ihr drehen, horizontal spiegeln, vertikal spiegeln, Objekte ausrichten. Ihr könnt das Ganze, wenn Objekte ausrichten, ist quasi, wenn ihr 2 markiert, wie ihr die ausrichtet. Ihr könnt aber eben auch sagen, an Seite ausrichten. Da kann ich sagen, zum Beispiel Seite links.
und dann sind die beiden orientieren sich von meiner Arbeitsfläche her links. Dann kopieren, Gruppierung aufheben, dann die Ebenen, ne, von wegen nach vorne nehmen, nach hinten nehmen, auf der Seite zentrieren. Ne, dann geht es einfach in die Mitte der Seite und ich kann an den Nullpunkt setzen. Das habt ihr im ersten Video gesehen. Das ist eben genau das, dass wir hier unten quasi anfangen mit Schneiden beim Caesar Plotter. Ich nehme jetzt kurz eins, was nur ein Element ist. Wenn ich hier sage, anordnen, Nullpunkt setzen, dann geht es eben genau hier runter. Ne? Und dann habt ihr die Hilfe, die ist immer noch gleich. Ihr habt auch kontextsensitive Sachen, das heißt rechte Maustaste, könnt ihr alles auswählen, gruppieren, Gruppierung aufheben. Die Reihenfolge auch hier von den Ebenen bearbeiten. Auch wieder das Thema mit den Faden, horizontal spiegeln, vertikal spiegeln und auf Nullpunkt setzen. Das habt ihr auch mit der rechten Maustaste. So, und ich würde sagen, das war schon das ganze Programm von den Funktionalitäten her, aber wir gucken uns jetzt ein Design an, weil es hat noch Zwischenschritte und wenn wir dann auf Design senden gehen, kommt nochmal eine neue Seite. Das heißt, ich füge jetzt mal zum Starten zuerst eine SVG-Datei ein. Nehmen wir hier dieses Flower Bouquet, was ich verwendet hatte, um euch das zu zeigen. Und jetzt ist die erste Seite, könnt ihr sagen, soll es ein Drucken und Schneiden sein, soll es nur ein Schneiden sein oder eine bearbeitbare Grafik. Gehen wir jetzt auch mal auf Schneiden, ne? Dann sehen wir hier die Datei. Dann, wenn ihr mehrere Farben habt, könnt ihr hier auch das erhöhen von der Farbtoleranz her. Macht jetzt mit einer Farbe nicht wirklich viel Sinn. Was cool ist, ihr könnt auch Passermarken einschließen. Einige von euch haben vielleicht schon gesehen, dass ich auch Siebdruck mache. Wenn ich jetzt ein Design habe, was mehrere Farben hat, dann kann ich hier diese Passmarken auch dazu nehmen und so die Designs schön übereinander legen. Das ist eine super Sache. Ihr könnt eine Füllung hinzufügen. Ne? Passmarken nehme ich jetzt weg und dann sage ich mal Apply. Und dann habe ich hier mein Design und kann das in der Größe ändern. Ich kann es auch rotieren, wenn ich will. All die schönen Sachen, aber ich will das jetzt eigentlich genauso plotten, wie es ist. Deshalb sage ich hier, dass ich auf der Matte bin, wunderbar, und sage Design senden. Jetzt fragt er mich, ob ich nur die ausgewählte Grafik, alle Grafiken, die auf die Seite passen, ob ich alle Farbebenen auf den Nullpunkt setzen will, relative Position jeder Ebene beibehalten oder ob ich die aktuelle Mattenseitenposition verwenden will. Na, aktuell, wenn ich das in der Mitte der Matte hätte, dann würde das da auch bleiben. Relativ, wenn ihr mehrere habt und zum Beispiel ein Design hier ist, ein Design hier ist, dass das dann einfach beibehalten wird. Ich mache das in der Regel eben alle Farbebenen auf Nullpunkt setzen, weil ich würde ja die einzelnen Farben ausschneiden und da fange ich ja immer hier unten an. Von dem her nehme ich genau diese Auswahl und sage senden. So, jetzt liegt das eben schon hier unten auf dem Punkt. Ich habe eine Matte, weil ich nur eine Farbe habe. Wenn ihr mehrere Farben habt, dann habt ihr hier auch mehrere Matten, die ihr schneiden könnt, eine nach dem anderen. Dann haben wir das Gerät. Ihr könnt eben sagen, wollt ihr ab Schneidematte schneiden und dann die Matte auswählen. Oder ihr könnt sagen Rolle und dann ist es einfach da, wo ihr das Material platziert. Ne? Ich gehe jetzt kurz zurück auf die Schneidematte. Dann könnt ihr hier das Werkzeug auswählen, ob es eben die Klinge ist oder der Stift. Dann könnt ihr entweder die Plotter-Einstellungen verwenden, das ist das, was ich euch am Display vom Plotter gezeigt habe, oder ihr könnt hier selber die Einstellungen von hier aus machen und dann verwendet er diese Einstellung. Ich mache das in der Regel direkt über den Plotter, von dem her habe ich hier das Häkchen gesetzt. Dann kann ich hier sagen spiegeln, weil ich werde es aus einer Flexfolie ausplotten, deshalb spiegle ich das. Jetzt musste ich hier wieder spicken beim Englischen, weil das, was das Wichtige ist, hier eigentlich abgeschnitten und es ist nicht UI von wegen User Interface, sondern das ist automatischer Umriss. Das heißt,
Es ist eine Entgitterungsbox, die ihr dazu nehmen könnt und dann schneidet es euch zusätzlich eine Box ringsherum, um dann einfacher zu entgittern. Das ist was ihr machen könnt. Dann als PLT-Datei speichern. Ihr könnt einen Force-Test, das ist von der Stärke vom Andruck, da könnt ihr einen Test machen oder ihr könnt einen Bereichstest machen. Der Bereichstest ist was ich super finde, weil ich kann, wenn ich die Folie einlege, zum Beispiel, wenn ich abrolle, plotte, kann ich hier kurz einen Bereichstest machen und dann fährt er mir, also er zieht die Folie ein und guckt auf der Folie, ob er genug Folie hat, um das Design überhaupt zu schneiden. Dann merkt ihr nämlich schnell, ob ihr da wirklich genügend Material habt. Ne? Das ist der Bereichstest. Hier könnt ihr noch auswählen, ob ihr über USB verbindet oder WLAN verbindet. Ich habe es übers WLAN angeschlossen und dann könnt ihr hier sagen, an den Plotter senden. Ne? Das ist das, wenn ihr ein SVG, eine einfache Schnittdatei verwendet. Jetzt gehen wir zurück zum Design. Dann lösche ich das kurz wieder und nehme eine andere Datei. Und diesmal nehme ich ein Drucken, dann Schneiden Bild. Nehmen wir mal hier einen Gnome, den ich von Design Bundles habe. Dann seht ihr, dass ich hier wunderbar das Bild habe. Ich kann Maskentoleranz auswählen. Ich kann den Hintergrund verwenden oder nicht verwenden. Wenn ich hier hochgehe, runtergehe, das macht jetzt bei dem Design nicht zu sehen, weil ich habe schon ein PNG, das heißt, es hat einen transparenten Hintergrund, aber naja, da könntet ihr, also das Ganze ist ja unter der Kategorie Hintergrund entfernen, von dem her sind es einfach Hilfestellungen, um da noch ein besseres Ergebnis zu bekommen, wenn ihr den Hintergrund entfernen wollt. Das ist jetzt eben auch einer quasi der Fehler, weil ich kann das Fenster nicht größer machen, aber eigentlich wäre hier nicht nur Maskentoleranz, sondern auch eine Vorschau der Deckkraft und das ist hier irgendwie runtergerutscht. Ne? Also das sehe ich im Moment nicht. Ich kann Farbbereich auswählen, ich kann einzelne Farben entfernen oder die einschließen, Zeichenwerkzeug. Ich kann Lasso, Kurve, Rechteck, Skizze und das, was ich auswähle, entfernen oder das, was ich auswähle, einschließen. Ne? Das sind Möglichkeiten. Das heißt, hier habt ihr ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das Bild noch anpassen könnt oder was vom Bild mitgenommen werden soll oder nicht. Dann gehen wir weiter und jetzt scannt er das Ganze. Und das geht natürlich schneller oder weniger schnell, je nachdem, wie viele Informationen euer Bild hat. Ne? Und wenn er das gescannt hat, dann seht ihr auch, wie ihr das jetzt zum Beispiel schneiden würde, wenn ihr einen Print-and-Cut macht. Glättungsgrad könnt ihr einstellen, das heißt, wenn ihr so ein bisschen weniger gute Qualität von dem Bild habt, dann habt ihr das meistens so ein bisschen zittrig und da könnt ihr noch glätten. Und hier könnt ihr noch mit dem Konturbereich arbeiten. Ihr könnt sagen, ob es die Löcher hinzufügen soll oder nicht. Dann könnt ihr auf Weiter gehen. Und hier ist das Coole, ihr könnt hier jetzt einen Versatz machen. Das heißt, das Offset, was wir auch von anderen Plottern kennen, das könnt ihr hier auch machen. Und auch hier könnt ihr sagen, soll es die Löcher einschließen oder nicht. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt das Bleeding, was ihr von anderen Programmen auch kennt, ne, das, wenn ihr schneidet, dass es quasi die Farbe ein bisschen weiter rausgeht und ihr könnt hier eben sagen, was für eine Farbe ihr haben wollt. Ne? Soll es schwarz sein, soll es weiß sein, das geht alles. Oder ihr könntet hier auch mit der Pipette irgendeine Farbe auswählen, die ihr haben wollt. Dann wäre das die Farbe, die hier ringsherum angezeigt wird. Ich gehe da in der Regel weiß. Und hier könntet ihr auch noch eine kleine innere Konturerweiterung hinzufügen, dass das beim Schneiden dann auch noch so ein bisschen besser wird. Das mache ich in der Regel nicht, sondern ich drucke das ja auf ein weißes Blatt. Von dem her wird dann der Bereich hier alles weiß, was im Hintergrund quasi ausgeschnitten wird. Ne? Wenn ihr auf Finish geht, dann habt ihr hier schon euer Bild, wo ihr drucken und schneiden machen könnt. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, das ist ein Druck- und Schneiderauftrag. Und jetzt, wenn ihr diese Passmarken anguckt, könnt ihr sagen, ihr wollt die auf die Seite haben oder ihr wollt es nah am Design haben. Und ihr könnt auch den Abstand verringern
Ich kann hier auf 3 mm gehen, dann ist es viel näher und ich spare so Platz. Und wenn ich dieses Design hier dupliziere, das noch so ein bisschen verschiebe, dann seht ihr, dass die Passmarken um das Ganze herum sind. Ich muss hier kurz beide markieren, damit ich die ein bisschen kleiner machen kann. Damit die auf einer Seite auch Platz haben. Zum Beispiel so. Und dann habe ich die Passmarken nicht für jedes einzelne Element, sondern ich kann die gleich für 2 Elemente verwenden. Ihr müsst einfach gucken, wenn ihr Elemente verschiebt, irgendwann werden die Passmarken rot oder sind gar nicht mehr da. Dann merkt ihr, dass ihr außerhalb des Bereiches seid, wo ihr das eben drucken, schneiden könnt. Dann müsst ihr es einfach wieder ein bisschen verschieben. Und wenn das Design quasi so durchsichtig wird, dann wisst ihr, das wird nicht gedruckt, das kommt nicht gut, ne? Von dem her setzen wir das wieder hier rein. Und dann könnt ihr eben sagen, na auf was für ein Papier. Ich würde jetzt hier ein A4-Papier verwenden. Dann können wir eigentlich schon sagen, Design senden. Hier auf Senden. Und dann sind wir jetzt eben in dem Bereich, wo ihr das an den Plotter übergebt, respektive zuerst an den Drucker. Das heißt, bei Print and Cut Designs oder Drucken und Anschneiden Designs habt ihr zuerst das, was ihr druckt. Und das macht hier nicht der Plotter, sondern das gebt ihr an euren Drucker. Na, dann würdet ihr das an den Drucker senden. Wenn ich das auf Papier ausdrucke und dann schneide, dann nehme ich logischerweise das Spiegeln raus. Und so würde ich das jetzt an meinen Drucker senden. Und ich kann jetzt hier immer noch sagen, ne, von der Qualität, ich will optimal, so dass ich dann auch ein super Druckergebnis bekomme und würde es hier drucken. Mache ich jetzt nicht, weil ich will das euch ja nur zeigen, ne? Und dann habt ihr ein zweites Blatt und das ist dann eben das Schneiden. Das heißt, wenn ihr das dann gedruckt habt, dann legt ihr das eben zum Beispiel auf die Schneidematte hier, ne? Auf die Standard-Schneidematte und könnt es dann hier an den Plotter senden und der sucht dann eben diese Passmarken ab. Das habt ihr im ersten Video gesehen, das ich euch gezeigt habe. Sucht er die Passmarken ab und dann schneidet er das hier wunderbar. Jetzt dachte ich eigentlich, ich bin schon durch, aber ich merke gerade, dass ich euch noch etwas unterschlagen habe, wo die Frage garantiert kommt. Und zwar geht es um Glyphen. Ich füge hier nochmal einen Text ein und wähle die Schriftart Hardlove, weil da weiß ich, dass ich Glyphen habe und gebe hier kurz Andrea ein. Und dann brauche ich auf dem Mac meine Schriftsammlung und gehe hier auf den A, der so eine schöne Kurve hat. Sage Kopie, nach rechte Maustaste Kopie oder ihr macht ganz einfach, wählt den aus und sagt Ctrl+C, Ctrl+V da zum Einfügen. Jetzt gehe ich hier rüber, wähle das A aus. Jetzt mache ich entweder eben Command V oder ich sage Paste. Dann habe ich den A hier schon mal drin. Dann will ich den beim zweiten A, will ich so ein kleines Herzchen haben. Das hier, sage kopieren, gehe rüber, nehme den zweiten A und mache hier auch wieder Paste. Dann kann ich sagen hinzufügen und schon habe ich meine Glyphen hier drin. Ne? Geht also auch. Eine andere Frage, wo ich jetzt auch schon weiß, dass die kommt, ist, ob das Ganze nur hier auf einem PC oder Laptop zur Verfügung steht oder nur für den Mac. Das ist für Windows und Mac steht die Software zur Verfügung, aber eben im Moment nur für PC und Laptop. Eine Mobile App, so wie ich das gehört habe, kommt noch, damit ihr da zum Beispiel dann auch mit dem iPad arbeiten könnt. Eine dritte Frage, wo ich weiß, dass die sicher auch kommt, ist, beim Papierbasteln verwenden wir ja gerne Falz- oder Perforierungslinien. Auch das steht im Moment noch nicht zur Verfügung, aber auch da bin ich mir sicher, dass das schon sehr bald kommen wird. Das sind so die 3 Sachen, die mir in den Sinn kommen, aber ansonsten würde ich mal sagen, wird das garantiert ein langes Video, weil es schon viel zu entdecken gab in diesem Programm drin. Ich hoffe, euch hat das alles weitergeholfen.
Und für diejenigen, die das Video gestern nicht gesehen haben, wo ich euch die Caesar Juliette vorgestellt habe, macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch dieses Video angeguckt habt, dass ihr euch auch das andere Video anguckt. Und dann wollte ich euch auch noch darauf hinweisen, Andrea vom Kreativchalet, die hat auch einen YouTube-Kanal für diejenigen, die sie nicht kennen. Die hat diesen Plotter auch und hat da auch schon ein super Video dazu gemacht mit noch weiteren hilfreichen Tipps und Tricks. Also geht da auf jeden Fall auch auf ihren Kanal rüber und guckt euch das Video an. Von mir, wie gesagt, kommen jetzt in diesem Jahr keine Videos mehr, weil geht auch nur noch so ein paar Tage, ne? Und neue Videos kommen dann aber garantiert im neuen Jahr, wo ich euch noch viel mehr mit diesem Plotter auch zeigen will. Wie gesagt, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!